Hallo ihr Lieben, seid ihr auch schon immer neugierig gewesen, wie man wunderschöne Keksdekorationen hinbekommt? In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Glasur richtig zubereitet, die perfekte Konsistenz findet und ganz unkompliziert beeindruckende Dekorationen auf eure Kekse zaubert. Egal, ob ihr noch nie mit Royal Icing gearbeitet habt oder schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, mit diesen Techniken gelingt es euch garantiert. Also bleibt dran und los geht's! Ich verwende für die Glasur diesen Eiweißglasurmix. Das ist keine Werbung, ich habe ihn selbst gekauft und kann ihn euch einfach empfehlen, weil er super praktisch ist, wenn man Kekse verziert. Auf der Rückseite findet ihr die Zubereitungsanleitung, die ich gleich als erstes befolge, um die Basis vorzubereiten. Ich gebe die Hälfte des Mix in eine große Schüssel, füge 75 ml Wasser hinzu und schlage das Ganze mit einem Mixer für etwa 3 Minuten. Danach gebe ich den Rest des Mix dazu und schlage erneut für 3 Minuten, bis die Masse etwas fester ist. Diese Basisglasur könnt ihr zum Beispiel für das Kleben von Lebkuchenhäusern oder zum Herstellen von Zuckerdeko verwenden. Ich werde euch dazu ein weiteres Video hier verlinken. Um die Kekse zu dekorieren, brauchen wir jedoch eine etwas flüssigere Glasur. Dafür gebe ich nach und nach jeweils einen Esslöffel Wasser hinzu und rühre es langsam ein. Es ist wichtig, wirklich nur einen Esslöffel auf einmal hinzuzufügen, um die richtige Konsistenz zu treffen. Sonst könnte es zu flüssig werden. Und statt mit dem Mixer weiter zu mischen, nehme ich einen Spatel, um das Wasser vorsichtig einzuarbeiten. Wenn die Glasur doch zu flüssig wird, könnt ihr ein bisschen Puderzucker hinzufügen, aber auch hier nur in kleinen Mengen. Um die Konsistenz zu testen, mache ich ein Muster auf der Oberfläche und schüttele die Schüssel leicht. Wenn das Muster nach 3 bis 5 Sekunden verschwindet, ist die Glasur perfekt. Jetzt teile ich die Glasur in so viele Portionen, wie Farben ich verwenden möchte. Ich habe 6 Teile gemacht, 3 für hellere Farben und 3 für dunklere. Sobald die Glasur geteilt ist, decke ich sie sofort ab, damit sich keine Kruste bildet. Dann fülle ich die weiße Glasur in einen Spritzbeutel. Ein kleiner Trick: Wenn ihr den Spritzbeutel auf ein Glas stellt, geht das Befüllen viel einfacher. Zum Färben benutze ich die Icing-Farben von Wilton. Aber Achtung, Handschuhe anziehen. Die Farben färben ordentlich. Für die helle rosa Glasur nehme ich mit einem Zahnstocher ganz wenig Pink und mische es langsam unter die Glasur. Ich empfehle immer erstmal nur eine kleine Menge Farbe zu verwenden, denn oft reicht das schon aus. Genauso färbe ich auch die anderen Farben und ihr könnt natürlich eure eigenen Farbtöne wählen. Ein kleiner Tipp: Wenn ihr rote Glasur einfärbt und ein dunkles Rot haben möchtet, könnt ihr etwas schwarze Lebensmittelfarbe dazugeben. So wird das Rot kräftiger, ohne dass ihr Unmengen an roter Farbe braucht. Die Farben, die ich hier verwende, sind Weiß, Rosa, Helllila, Rot, Pink und Dunkellila. Dann braucht ihr natürlich auch Kekse. Ich werde euch mein Keksrezept hier verlinken, das perfekt für Kekse zum Ausstechen ist, damit sie schön und formstabil bleiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine kleine Spritzdülle verwenden. Ich halte es hier aber absichtlich einfach und benutze nur einen Spritzbeutel. Ich schneide ein kleines Stück von der Spitze ab und teste dann, ob die Glasur sich gut spritzen lässt. Sollte es noch schwierig gehen, schneide ich einfach noch ein kleines Stück ab. Dann testet es so, wie ich es im Video zeige. Wenn die Glasur sich nicht in einer geraden Linie spritzen lässt, schneidet noch ein kleines Stück ab. Ich zeige es euch noch einmal mit der weißen Glasur. Wenn ihr
versehentlich zu viel abgeschnitten habt, füllt die Glasur lieber um, sonst wird es schwierig damit zu arbeiten. Als kleinen Trick habe ich eine Anti-Rutschmatte genommen, die hilft, die Plätzchen beim Dekorieren festzuhalten, damit sie sich nicht bewegen. Und ein Nadelwerkzeug oder ein Zahnstocher braucht ihr auch. Nun geht's ans Dekorieren. Für jede Dekotechnik müsst ihr die Kekse zuerst mit Glasur bedecken. Zuerst macht ihr eine Linie am Rand, wie ich es im Video zeige. Wichtig ist, dass diese Linie nicht zu nah am Rand ist, sonst kann die Glasur im schlimmsten Fall über den Rand laufen. Nachdem der Rand fertig ist, könnt ihr ihn bei Bedarf mit dem Nagelwerkzeug korrigieren. Danach füllt ihr die gesamte Oberfläche gleichmäßig mit Glasur. Es ist wichtig, wirklich gleichmäßig zu bedecken. Am besten geht es, wenn ihr ruhig und langsam arbeitet. Keine Sorge, ich arbeite auch langsam. Manche Teile im Video habe ich für euch etwas schneller gemacht, damit es nicht zu lang wird. Nachdem ihr den Keks mit Glasur bedeckt habt, könnt ihr ihn bei Bedarf noch einmal mit dem Nadelwerkzeug korrigieren. Zum Schluss schüttelt ihr den Keks, bis die Glasur schön glatt wird. Keine Sorge, hier könnt ihr ruhig kräftig schütteln. Ich zeige euch das gleiche nochmal, aber denkt daran, nachdem ihr den Keks mit Glasur bedeckt habt, solltet ihr direkt mit der Dekoration weitermachen. Sonst trocknet die Glasur währenddessen und das Dekorieren klappt nicht so gut. Nun zeige ich euch die erste Dekotechnik, die Marmortechnik. Das ist die einfachste Technik. Dafür macht ihr mit verschiedenen Farben Pünktchen auf die Basisglasur. Nehmt dann das Nadelwerkzeug und zieht die Farben miteinander, wie ich es im Video zeige. Ihr könnt entscheiden, wie intensiv oder dezent ihr die Farben vermischen wollt. Zum Schluss schüttelt ihr den Keks, wenn nötig, um die Glasur zu glätten. Ich finde, dieser Effekt sieht sowohl auf einem hellen als auch auf einem dunklen Hintergrund toll aus. Ich zeige euch hier nur ein paar Beispiele, aber ihr könnt eure Kreativität frei laufen lassen. Als zweite Technik machen wir kleine Herzchen. Dafür platziert ihr Pünktchen auf der Glasur und zieht mit dem Nadelwerkzeug die Herzform. Ihr könnt sie in einem Kreis oder überall auf dem Keks anordnen, ganz nach eurem Geschmack. Die Pünktchen sollen nicht ganz klein sein. Dann zieht ihr mit Hilfe des Nadelwerkzeugs die Basisglasur durch den Punkt und dabei formt sich ein kleines Herz. Hier ist es wichtig, das Werkzeug nicht bis zum Keks zu halten, sondern nur durch die Glasur zu ziehen. Ich habe festgestellt, dass es bei mir am besten geklappt hat, wenn ich die Herzen einzeln gemacht habe, auch wenn sie im Kreis sind. Man könnte sie auch direkt alle machen, aber dabei hat sich die Glasur bei mir etwas zu viel gemischt und das Ergebnis war nicht so sauber und schön. Aber ihr könnt natürlich auch beides testen. Hier habe ich die Pünktchen etwas zu nah aneinander gemacht und dann sieht das Ergebnis auch nicht so sauber aus, aber irgendwie hat es mir dann doch gefallen. Hier noch einmal die kleinen Herzchen, aber nicht im Kreis, sondern auf dem ganzen Keks platziert. Die nächste Technik ist auch mit Herzchen, aber diese werden doppelfarbig. Hier macht ihr erst große Punkte und wichtig ist, diese nicht zu nah aneinander zu platzieren. Dann macht ihr einen zweiten Punkt in die Mitte. Hier habe ich festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn die Basis hell ist, das große Punkt dunkel und das kleine wieder ganz hell, am besten sogar weiß. Dann macht ihr das gleiche wie bei der letzten Technik. Ihr zieht die Basisglasur durch den Punkt. Am besten macht ihr die Herzchen auch hier einzeln und reinigt das Nadelwerkzeug
immer nach jedem Schritt mit einem Küchentuch. So mischen sich die Glasuren nicht und das Ergebnis bleibt schön sauber. Hier hat es mir auch am besten gefallen, wenn die Herzchen am Rand in einem Kreis platziert sind. Als vierte Technik machen wir Küsschen oder Lippen. Hier gebt ihr die Glasur etwas länglich auf die Basis, wie ich es im Video zeige. Dann zieht ihr mit dem Nadelwerkzeug die Seiten, um die Mundwinkel zu formen, und danach formt ihr mit der Basisglasur oben die Lippen. Hier ist es wichtig, dass ihr immer nach jedem Schritt das Werkzeug sauber macht, sonst mischen sich die Glasurfarben. Ich finde, dieses Deko sieht am besten aus, wenn ihr einen hellen Hintergrund habt. Die letzte Technik ist ein buntes Linienmuster. Dafür macht ihr auf die Basisglasur solche Linien. Ihr könnt sie in einer oder mehreren Farben machen. Ihr könnt sie so regelmäßig wechseln, wie ich es gemacht habe, oder auch frei nach eurem Wunsch. Nachdem ihr die Linien fertig habt, zieht ihr mit dem Nadelwerkzeug durch die Glasur von oben nach unten, dann von unten nach oben und wiederholt das, bis das ganze Deko fertig ist. Hier ist es auch wichtig, nur durch die Glasur zu ziehen und nicht so, dass das Werkzeug am Keks kratzt. Wenn nötig, schüttelt die Keks, so dass die Glasur schön glatt wird. Ich finde, diese Technik sieht sowohl auf hellem als auch auf dunklem Hintergrund toll aus. Die fertig dekorierten Kekse trocknen lassen, bis die Glasur fest wird. Wichtig ist, dass sie wirklich komplett trocken ist und die Glasur beim Anfassen ganz fest ist. Erst dann die Kekse in einem luftdichten Behälter aufbewahren. Wenn euch etwas Glasur übrig bleibt nach dem Dekorieren, könnt ihr aus den Resten selbstgemachte Streusel machen. Ihr könnt die Glasur in eine dünne Linie auf Backpapier spritzen, dann komplett trocknen lassen und mit den Händen brechen und voilà, eure eigenen bunten Streusel sind fertig. Wichtig ist, die Streusel danach luftdicht aufzubewahren. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung gefallen und dass ihr die Techniken ausprobiert. Welche Deko hat euch am besten gefallen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solche Deko-Tutorials sehen wollt. Und falls ihr noch mehr Inspirationen sucht, verlinke ich euch meine weiteren Videos mit Keksdekorationen hier. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.